Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Aus aktuellem Anlass kurzes News-Video meinerseits, da mich die Neuveröffentlichung hier von der neuen Armee von Groß Cathay irgendwie nicht in Ruhe lässt. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch nichts von Warhammer The Old World, aber jetzt ist hier seit Samstag, seit dem 21.06. ist es diese neue Armee erschienen und die hat echt was. Dieses asiatische Kaiserreich, dieser Flair, der darüber kommt, super geniale Miniaturen. Würde ich gerne mal mit euch zusammen reinschauen. Ihr könnt hier auch, verlinke ich dann auch in die Beschreibung des Videos, Grand hier Cathay das offizielle is Video among von the Warhammer. oldest civilizations in the world. Ziemlich cool gemacht, auch mit diesen Tinteneffekten etc. Könnt ihr euch mal reinziehen. Und was man auch dazu sagen muss, die Armee selbst, die gab es vorher noch gar nicht. Also die gab es weder in Warhammer Fantasy noch sonst wo bisher. Das ist komplett neue Armee jetzt für Warhammer The Old World. Und die gab es aber schon mal in Total War Warhammer 3. Ziemlich cool. Ja, Video verlinke ich dann auch. Da hat man die auch noch mal gesehen. Und was ich da vor allem genial fand, also gucken, wo ich die Stelle finde. Diese Diese fliegenden Lampenluftschiffe. Hammergeil. Brutal genial und extrem krass. Sehen echt cool aus. Und ja, lasst uns einfach mal reinschauen. Ja. Seit Samstag vorbestellbar. Kann man hier sehen. Okay, die große Box. Sind jetzt noch keine 2 Tage, aber gut. Äh, Gut, dann hat sich meine Entscheidung an der Stelle dann auch schon erübrigt, aber wir können es uns ja trotzdem anschauen. Richtig nice, was da so drin ist. Hier diese Belagerungskanone, riesen, ein Oger, die Kugel dabei, ein alter Opa, der das Scherz hier, der zündet es an, Raketenwerfer, ja, wie so Feuerwerksraketen, richtig cool. Kavallerie, Fußsoldaten, ja, Lanzenträger, hier mit Schwert und Schild. Ja, 50 Miniaturen drin. Ja, knapp 150 €, also roundabout 3 Euro pro Mini. Das ist schon ein sehr guter Deal. Natürlich jetzt hier offizieller Games Workshop Preis bei dem Online-Shop eures Vertrauens. Insofern ihr es da noch vorbestellen könnt, ist es vermutlich so 10 bis 20% günstiger, je nachdem, wo ihr einkauft. Da bekommt man dann den Preis pro Modell vermutlich dann nochmal weiter runtergedrückt, so auf 2,50 oder so. Also wie auch immer, auch mit dem Preis. Super Deal, finde ich. Viel Miniaturen, viel Plastik fürs Geld. Okay, 30, 10, 40, 2. Okay, weil diese Kanonen, die bestehen vermutlich mal aus 5 Modellen jeweils. 2, 3, 4, 5. Ja, genau, deswegen kommt man da auf die 50. Ja, sehr cool. Da kann man so mal sehen, hier Großkanone zweimal oder Feuerraketenbatterie. 10 Jade Lanzenreiter, 30 Jade Krieger. Ja, sehr cool. Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was da jetzt veröffentlicht wird. Ja klar, die Karten, Battletome. Hier, Himmelslaterne. Super genial, ey. Super geniales Modell. Gefallen mir so gut. 125 €. Wenn man sich das hier so anschaut, ich sehe so gedacht, okay, wenn da so viele, so ein Schwarm so rumfliegt, dass man die dann eher mit größeren Einheiten führt. Aber gut, es ist Total War, Warhammer, Massenschlachten, klar. Dann ist das hier, ist vermutlich dann, da hat man dann so eine, maximal zwei von den Himmelslaternen, so als großes Fahrzeug. Ist schon geil. Aber im Größenvergleich, Hammer. Finde ich voll cool, das Ding. Und hier die Crew, super detailliert alles. Wow. Ich glaube, das ist ein Modell, das macht richtig Bock anzumalen. Also, ob es auch cool zum Zusammenbauen ist, keine Ahnung, aber anmalen macht bestimmt riesen Fun. Und dann mein absolutes Highlight sind die Dinger hier. Diese Wächter-Statuen. Hammer. Ja, 2 verschiedene Varianten. 102 €, ja gut, je nachdem, wo er es kauft, auch günstiger zu haben.
auch woanders die Inspiration bekommen, dass man die ja theoretisch sogar einfach als, Geländestücke verwenden könnt. Dafür sind 100 € natürlich 'n bisschen zu viel, finde ich, um die einfach nur als Geländestück zu benutzen, aber auch geile Miniaturen. Ja, hier Fürst, so asiatisch angehauchten Drachengreif, großer Geist, Longmar, auch sehr schönes Modell. Also, man muss wirklich sagen, mich spricht dieser asiatische Flair extrem an. Ja, könnte man sich echt überlegen. Ich habe jetzt halt noch gar nichts von Old World. Die Modelle, die sind echt nice, gefallen mir sehr gut. Ja, wollte ich einfach mal kurz mit euch teilen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr die Box schon vorbestellt? Ist die Armee gar nichts für euch? Spielt ihr überhaupt Old World? Lasst mich wissen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, das hilft mir sehr. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.